Hallo, hier ist wieder euer Markus. Ich möchte euch heute etwas Neues von William Toel berichten bzw. zeigen. Am 28. Mai habe ich in der Gegend rund um Hannover eine Veranstaltung mit ihm besucht, habe mich nett mit den Leuten unterhalten und natürlich, wenn ich schon da bin, aufgezeichnet, was er zu sagen hatte. Ich war nicht vorbereitet auf die Aufzeichnung, deswegen ist der Ton, naja, man kann alles hören. Hätte ich gewusst, ich würde dort aufzeichnen, was wie gesagt nicht geplant war, hätte ich ein anderes Mikrofon eingesetzt. Es ist, wie es ist. Aber ihr habt es jetzt auf jeden Fall erstmal. Und bitte hört ganz genau zu, was er dort sagt. Ich gehe mit so ziemlich jedem Wort mit, was er dort sagt. Und da kommen noch weitere interessante Sachen, demnächst irgendwann. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Allerneuesten von William Toel. Tschüss, euer Markus und Film ab. Hello, hi. Okay. I'm deeply thankful that you would come to be with me today. Ich bin zutiefst dankbar darüber, dass ihr heute hier erschienen seid. It is a great honor for me. Es ist eine sehr große Ehre für mich. Many of you have seen some videos and have kind of heard what I'm bringing to you. Viele von euch haben Videos, Aufzeichnungen von mir gesehen und habt meine Botschaft bereits gehört. 6 months ago, I was well under the radar. Vor 6 Monaten lag ich noch weit unter dem Radar. I was waiting for you. Ich habe auf euch gewartet. Waiting for you to be ready. Darauf gewartet, dass ihr so weit seid. And now we're very close to that time. Und jetzt steht diese Zeit, sind wir kurz davor. And I think many of you can sense that the time for your freedom is now coming near. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch es bereits spüren könnt, dass die Zeit eurer Freiheit kurz bevorsteht. For the entire world, it has been a sad 75 years. Die letzten 75 Jahre waren eine sehr traurige Zeit, und zwar für die gesamte Welt. For century after century, German accomplishments nourished the world. Denn es war so, dass Jahrzehnt um Jahrzehnt haben deutsche Erfolge, deutsche Errungenschaften die Welt quasi genährt. The last 75 years has sort of been a black hole for the world. Und so waren die letzten 75 Jahre gleichen einem schwarzen Loch für die Erde. Waiting for you to wake up. Es ging darum, darauf zu warten, dass ihr erwacht. Today, as we are here together, only about 4% of Germans are awake. Und während wir heute hier so zusammensitzen, sind lediglich 4% der Deutschen erwacht. But the other 96% would like to join you here. Jedoch wollen die anderen 96% auch gerne bei euch sein. Hier. They too want to be free. Sie haben auch das Bedürfnis, frei zu sein. But they're afraid. Jedoch tragen sie eine Angst in sich.
and they're confused. Und sie sind verwirrt. So when they do begin to wake up, they're going to be looking at you. Das bedeutet, kurzum, dass wenn sie anfangen zu erwachen, werden sie zu euch aufschauen. In the same way that you came here today to look at me. Und zwar in der gleichen Art und Weise, wie ihr heute erschienen seid, um mich anzuschauen. And they're going to want to test you Und sie werden euch auf den Prüfstand stellen, to make sure that it's okay to wake up. um ein Gefühl der Sicherheit dafür zu bekommen, ob es in Ordnung sei, zu erwachen. In the same way that you need to test me today. Und gleichfalls liegt es an euch, mich heute auf den Prüfstand zu stellen. Today needs to be practice for you. Heute ist ein Übungstag für euch. To return to return to be German once again. Damit ihr wieder in eure Eigenschaft des Deutschseins zurückkehren könnt. Good questions. Gute Fragen. I'm here in this room for one main reason. Ich bin aus einem einzigen Hauptgrund hier in diesem Raum. And that is because I love you. Und der Grund ist der, weil ich euch liebe. And my love for you is very deep Und diese Liebe, die ist eine sehr tiefe and it's very passionate. und sehr leidenschaftlich. I think it's maybe getting to be a crime in Germany to love Germans. Ich frage mich, ob es jetzt mittlerweile zu einem Verbrechen mutiert, Deutsche zu lieben. It seems like the police are following me everywhere. Es scheint so, als würde die Polizei mich überall hin verfolgen. Maybe they should just come on in and sit with us. Vielleicht sollten sie hier reinkommen und uns Gesellschaft leisten. Maybe they could become part of us as well. Und vielleicht könnten sie dadurch auch ein Teil von uns werden. You've heard me talk about this place called Bletchley Park. Ihr habt schon davon gehört, wie ich über diesen Ort namens Bletchley Park gesprochen habe. But Bletchley Park was something that was a natural occurrence. Aber Bletchley Park war hingegen ein natürliches Vorkommnis geschehen. See, you don't know about your own history or even who you are. Wisst ihr wisst kaum was über eure Geschichte oder wer ihr eigentlich wirklich seid. But the rest of the world knew about you. Aber der Rest der Welt wusste von euch, kannte euch. So it was natural in mid-1943 Also war es Mitte 1943 eine ganz natürliche Sache, eine Selbstverständlichkeit, in the middle of World War II mitten des Zweiten Weltkrieges, to begin to plan for how do we solve the German problem. einen Plan zu entwickeln. Und zwar Kernziel des Plans war es, wie lösen wir das Problem der Deutschen, das deutsche Problem. And of course, they had to erase your history. Natürlich mussten sie diesbezüglich auch eure Geschichte auslöschen, It was full of accomplishments. denn diese Geschichte war voll mit Erfolgen, mit Errungenschaften. And they had to rewrite it so that it looked dark and cloudy. Und so musste die Geschichte umgeschrieben werden, damit sie düster und dunkel erscheint. And naturally, they would have to weaken your education system. Und natürlich, damit einhergehend, mussten sie auch euer Bildungssystem schwächen. Everyone knew that your education system was the best in the world. Jeder wusste, dass euer Bildungssystem weltweit führend war. Naturally, they had to dilute your language. Natürlich infolgedessen musste man auch eure Sprache verwässern. German language was the best in the world at precision and being able to describe things exactly. Die deutsche Sprache war eines der besten in der Welt. Die hat sehr viel Präzision in sich und hat eine hohe Gabe zu Beschreibung zu tätigen.
all of these things they did do. All diese Dinge haben sie euch angetan. But as I think now about all the things that they did at Bletchley Park, Und wenn ich heute darüber nachdenke, über all die Dinge, die im Bletchley Park getan wurden, I think the most cruel of all meine ich, das gemeinste Tat aller Taten war, was that they separated you from your forefathers and they separated you from each other. war, dass sie eine Teilung vorgenommen haben, und zwar einmal zwischen euch und zu euren Vorfahren. These were two powerful sources of energy. Das waren zwei sehr kraftvolle Energiequellen, And they sort of just cut the root off. und ihr wurdet von diesen zwei kraftvollen Energiequellen abgetrennt, abgeschnitten. Die Wurzel wurde abgetrennt. And that was terribly unfair. Und das war furchtbar ungerecht. They were trying to weaken you forever, Sie haben versucht, euch auf ewige Zeiten zu schwächen, and they also separated you from yourselves und sie haben sogar geschafft, euch von euch selbst zu trennen, eine Distanz zu schaffen, and from your forefathers. und von euren Vorvätern. I often think about the 800,000 German boys, teenagers, who went into the Rhein-Wesenlager voluntarily. Ich denke oft an die 800.000 jungen Knaben, jungen Männern, die freiwillig in die Läger der Rheinwiesen gegangen sind. They laid down their weapons and they went in. Sie haben einfach ihre Waffen niedergelegt und haben dieses Gebiet betreten. Sometimes they were even singing and marching with each other. Manchmal sangen sie dabei oder marschierten gemeinsam rein. They knew that in a civilized world they would be taken care of. Und sie gingen davon aus, dass in einer zivilisierten Welt, dass man sich um sie kümmern würde. But they weren't taken care of. Doch dem geschah nicht so. Some of these boys were 14 years old. Einige dieser Knaben waren 14 Jahre. In uniform, yes, but 14 years old. Sie tragen eine Uniform, doch waren sie 14 Jahre alt, jung. Some were 16, some were 18, but many of them were teenagers. Einige waren 16, andere 18. Viele von ihnen waren Teenager. They should have been released to go and play football or have fun. Man hätte sie freilassen sollen, damit sie Fußball spielen könnten, ihren jugendlichen Spielen nachgehen könnten. Instead, they were given one piece of bread, one slice of bread. Stattdessen gab man ihnen ein Stück, eine Scheibe Brot, For every 7 young Germans. und diese Scheibe Brot wurde zu 7 aufgeteilt von 7 Deutschen. This was their daily food. Das war ihre tägliche Ration an Nahrung. And every day I think about these 800,000 who died of starvation and exposure. Und jeden Tag denke ich an diese 800.000 junge Männer, die an Unterernährung und grausamen Taten gestorben sind. You know, I want us all, sometime in the near future, to go to the Rhine River. Wisst ihr, ich hoffe, ich wünsche mir, dass wir in naher Zukunft gemeinsam an den Rhein gehen, zu den Rheinwiesen. Every day there's getting to be more and more of us, Unsere Zahl wächst von Tag zu Tag and we're starting to get connected to each other. und wir verbinden uns, wir vernetzen uns untereinander. And sometime, maybe in August or September, we all need to come to the Rhine. Und vielleicht mag der Zeitpunkt im August oder im September sein, sollten wir alle gemeinsam zum Rhein hinfahren. And we need to walk together on the Rhine so that everyone can see us.
Und dann sollten wir gemeinsam am Rhein entlang marschieren, sodass jeder uns sehen kann. And I am going to call forth those 800,000 souls Und ich werde dann diese 800.000 Seelen anrufen, aufrufen. and they're going to walk with us that day. Und sie werden uns an diesem Tag begleiten, sie werden mit uns marschieren. 800,000 young boys, 800.000 junge Knaben, young Germans, junge Deutsche, who will join us on the Rhine, and they will be free, die mit uns gemeinsam am Rhein entlang spazieren werden und sie werden frei sein. just as you are coming free. Genauso wie ihr frei sein werdet. The souls of those young Germans have been waiting a long time for freedom. Die Seelen dieser jungen Männer, dieser jungen Deutschen warten seit geraumer Zeit auf diese Freiheit. And they will be walking with us that day. Und sie werden mit Sicherheit uns bei unserem Spaziergang begleiten. Sie werden dabei sein. We're going to reconnect Germans to their forefathers. Wir werden die Deutschen mit ihren Vorvätern wieder in Verbindung bringen. You are going to rebuild a German education system. Ihr werdet ein neues Bildungssystem etablieren. So once again, it is the best in the world. Und ich erinnere euch nochmal, das ist weltweit führend. And we're going to restore your language. Und wir werden eure Sprache wieder herrichten. Over 2,000 words were stolen from you that you need to communicate. Euch wurden über 2000 Wörter gestohlen und diese Wörter sind sehr wichtig dafür, damit ihr miteinander ordentlich kommunizieren könnt. And we're already working on bringing those words back. Und wir arbeiten bereits jetzt schon daran, diese Wörter wieder zurückzubringen. And you also need to know about your history. Und ihr müsst besser Bescheid wissen über eure Geschichte. The history books that the Allies destroyed Die Geschichtsbücher, die von den Alliierten zerstört wurden, would make you proud to be German. würden euch das Gefühl geben, stolz darauf sein, deutsch zu sein. You know how important music is to the world. Ihr wisst ja, wie wichtig die Musik ist, international, weltweit. Every national capital has their own symphony orchestra. Jede Hauptstadt, jede Landeshauptstadt hat ihr eigenes Orchester. And those auditoriums are packed with people. Und die Säle sind voll mit den Menschen, mit den Zuhörern. So, who are the top 10 musical composers in the history of the world? Nun frage ich euch, wer sind die Top 10 Komponisten weltweit? They're all German-speaking and German-thinking people. Das sind Menschen, die Deutsch sprechen und Deutsch denken. Now let's expand that to the top 300 in Jetzt, all of history. jetzt lasst uns das Spiel ausdehnen auf die obersten 300, und zwar in der gesamten Geschichte der Menschheit. 187 are German-speaking, German-thinking. Und davon sind 187 deutschsprachig und deutschdenkend. Now there's only a few Germans in the world compared with the population. Nun, weltweit im Vergleich gibt es nur wenige Deutsche im weltweiten Vergleich. But in music, they dominate the world. Doch im Bereich der Musik sind sie federführend, vorherrschend. That is the creation of something beautiful Sie schaffen etwas Wunderschönes, that everyone can enjoy. was zum Vergnügen von jedermann, von jedem Menschen. But now let's move over to science. Jetzt wechseln wir das Gebiet, gehen wir in das Gebiet der Wissenschaft. The proportion's about the same. Da sind die Proportionen ähnlich. Now, why don't we move over to engineering and manufacturing? Na, jetzt gehen wir in den Bereich von Konstruktion und Ingenieurswesen. The Germans are even more dominant. Und da sind die Deutschen sogar noch
weltführender. Now let's look at literature and poetry. Dann schauen wir uns doch mal die Literatur an und Dichtung. Once again, the Germans are dominant. Noch einmal sind die Deutschen führend. Now let's look at medical accomplishments and medicine. Dann lassen Sie uns mal im Bereich der Medizin nachschauen, die Forschungen und die Errungenschaften, die medizinischen. Here we go again. Und dann geht es schon wieder los. These are the books that we destroyed Das sind die Bücher, die wir zerstört haben, because you would have been proud to be German if you knew about them. weil ihr ansonsten sehr stolz drauf gewesen wärt, hättet ihr von diesen Büchern gewusst. Prior to World War I, the Germans were the export masters of the world. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Deutschen Exportmeister weltweit. And everything that you did was either number one in the world or number two in the world. Und alles, was sie geleistet haben, alle Produkte waren entweder an erster oder an zweiter Stelle weltweit. No one could compete with the Germans, Niemand war in der Lage, mit euch in einen Wettbewerb zu treten. but many were jealous of the Germans. Aber ihr hattet viele Neider. So then came World War I. Dann kam also der Erste Weltkrieg. So now we solved the German problem. Und dann haben wir das deutsche Problem gelöst. Boom! Destroyed. Zerstört. 10 years later, 10 Jahre später the Germans have rebuilt everything bigger, better, and stronger. haben die Deutschen alles noch mal besser, stärker und noch kultivierter, sophisticated aufgebaut. Nancy, you're wonderful. She's really good, by the way. She's very, very good. So now, before World War II, once again, the Germans are the export masters of the world. Und so kam dann wieder die Tatsache, vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen wieder weltführend. No one can compete with you. Niemand kann mit euch in einen Wettbewerb treten. So, guess what happens again? Und ratet mal, was dann nochmal passiert. Boom! Destroyed. Zerstört. Solve the German problem, Das deutsche Problem muss gelöst werden. but nobody believes it now. Aber daran glaubt niemand mehr. That's why Bletchley Park had to exist. Deswegen hatte Bletchley Park die Daseinsberechtigung. You're just too darn good. Ihr seid einfach zu verdammt gut. You've heard me tell the story that if we took any German telephone book Ihr kennt doch meine Geschichte, wenn ich davon berichte. Mal angenommen, man würde jedes deutsche Telefonbuch nehmen, irgendeins, and we just randomly chose names out of the book und man würde willkürlich Namen aus diesem Buch wählen and we put them in a sand island in the Pacific, und man würde diese Leute nehmen und auf einer einsamen Insel in der Pazifik aussetzen, oh, about this big, ungefähr diese Größe hier, and we had one palm tree in the middle of that und island. es gäbe in der Mitte des Insels nur eine einzige Tanne drauf, Palm Tree, Palme. That within 3 months, Germans would have organized themselves Innerhalb von 3 Monaten wären die Deutschen komplett durchorganisiert. and these 10 Germans would start developing systems, Und diese 10 Deutschen hätten schon längst Systeme entwickelt. and within a year, they'd be selling things all over the world Und nach einem Jahr würden sie weltweit ihre Produkte vertreiben. from their little sand island. Von dieser kleinen Sandinsel aus. You see a pattern here, people? Seht ihr hier irgendein Muster? Ist hier ein Muster erkennbar? Okay. So that is exactly why Bletchley Park got together 200 of the most brilliant people in the world Das ist genau der Grund, weswegen in Bletchley Park sich 200 der klügsten Köpfe der Welt sich versammelt haben. gave them all the money they ever wanted, Sie hatten genug Finanzierung, so viel Geld sie wollten. gave them a year to do their work,
Sie hatten ein Jahr Zeit, um ihre Arbeit zu verrichten, and they only have one goal: und sie hatten ein einziges Ziel: destroy the German mind forever. den deutschen Verstand, den Geist, den deutschen Wesen für immer zu zerstören. You see, it's impossible to destroy Germany from outside. Wisst ihr, es ist unmöglich, Deutschland von außen zu zerstören. But what happens if you make them small and down inside? Aber was passiert, wenn man den Deutschen von innen heraus ein Gefühl der Minderwertigkeit gibt, von Klein und Bedeutungslosigkeit? So that they start turning on each other. Und sogar mit dem Ziel, dass sie dann eines Tages aufeinander sogar losgehen. And that they always feel bad about themselves. Und dass sie stets schlecht über sich fühlen. Now, since you can't murder them from outside, Da man sie von außen nicht umbringen konnte, you cause them to commit suicide from inside. hat man das so gesteuert, dass sie quasi einen eigenen Suizid herbeiführen, sich selbst umbringen, von innen heraus. Brilliant plan. Ein genialer Plan. Cruel, Bösartig, gemein, unfair, ungerecht, unjust, ungerechtfertigt uncivilized. und unzivilisiert. And as I think about it today, Und wenn ich heute so darüber nachdenke, ein Kriegsverbrechen. Okay. Now, this attitude that Bletchley Park put into you diese Haltung, die euch übrigens von Bletchley Park aufoktroyiert wurde, was done at the time when you were flat on your face, wurde euch eingegeben zu einer Zeit, als ihr flach auf dem Boden lag. during the time we put this psychological operation on you, Als wir diesen psychologischen Maßnahmenplan in euch eingebracht haben, als wir euch damit infiltriert haben, 3.5 million German civilians died of starvation and exposure. starben 3,5 Millionen Zivilisten an Hunger und Not. Have any of you ever heard of Karl May's books? Karl May? Haben irgendwelche Leute von euch gehört von Karl May, seinen Büchern? You know, Winnetou and Old Shatterhand and Neshoshny and all these people. Winnetou und Shatterhand, Nekoshi ist, glaube ich, die Squaw gewesen und diese ganzen Figuren. The world always wonders, why do Germans like cowboy and western things? Die Welt fragt sich, warum haben die Deutschen so eine Vorliebe für Cowboy und Western und so weiter? But you know, there's this great fight between the two heroes, between Old Shatterhand and Winnetou. Und ihr wisst doch, da gibt es doch den großen Kampf zwischen den beiden Helden, Old Shatterhand und Winnetou. And Old Shatterhand, the tall German, Und Old Shatterhand, das war der große Ja. Germane, Deutsche, yeah, he defeats Winnetou, er besiegt Winnetou, the noble warrior. der edle Krieger. And everyone expects Shatterhand to kill Winnetou. Und jeder erwartet von Shatterhand, dass er Winnetou ermordet. But Shatterhand reaches down and picks him up. Aber weit verfehlt, Shatterhand beugt sich nieder und hebt Winnetou hoch. He says, "You are too noble for me to kill." Er sagt, du bist viel zu edel dafür, dass ich dich umbringe. Germans love that idea Die Deutschen sind in diese Ideenkonstrukt, in diesen Gedanken verliebt. of something noble and pure and good. Etwas Edles, etwas Reines, etwas Gutes. You know, Germans are peace-loving people. Deutsche sind friedliebende Menschen. They've always been peace-loving people. Und das war schon immer so. They've always been family-loving people. Sie haben schon immer ihre Familien geliebt.
They've always been freedom-loving people. Sie haben schon immer Frieden geliebt. They love to be free and to feel free. Sie lieben es, sich frei zu fühlen und frei zu sein. And they love that noble heart of Shatterhand that reaches down to say, no, now you're my friend. Und sie bewundern das edle Herz von Shatterhand, der sich runterbeugt und dem Winnetou sagt, nein, du bist jetzt mein Freund. It's really sad because Bletchley Park said there was something dark and evil inside the German heart. Es ist wirklich traurig, weil die Lüge von Bletchley Park ist, dass man euch gesagt hat, es gibt etwas Dunkles, etwas Bösartiges tief im Herzen des Deutschen. That's why 95% of your brothers and sisters in Germany don't want to wake up. Deswegen befinden sich noch 95% eurer Brüder und Schwestern in Deutschland im Tiefschlaf. But I've seen into the German heart. Aber ich habe einen Blick ins deutsche Herz hineingeworfen. What's there is open and bright and generous. Was ich dort vorfand, war offen, es war hell, es war großzügig. That's why for generations and generations, young Germans grew up playing Winnetou and Shatterhand. Und deswegen, aus dem Grund sind viele Generationen aufgewachsen mit dem Spiel des Winnetou. That sense of justice and nobility is built into the German soul. Die deutsche Seele trägt den Sinn für Edeltum, Edelheit und Nobility and Nobility Edel. and Strength. well, you go ahead and make it up. Courage. So ein großes Herz. Licht. Reinheit comes to my mind, or Pureness. Yes, right, that's exactly right. See, you have lived under a lie for long enough now. Ihr habt jetzt lang genug mit einer Lüge gelebt. You've heard me say, genug is genug. Ihr habt oft von mir diesen Satz gehört. It's now time for you to be free. Es ist jetzt Zeit, dass ihr endlich frei seid. It's time for you to become German again. Es ist Zeit, dass ihr wieder in eure deutsche Haut steigt, wieder deutsch werdet. I told you what was in the history books. Ich habe euch erzählt, was in den Geschichtsbüchern The whole stand. world is waiting for you to wake up and be German Die again. ganze Welt wartet darauf, dass ihr endlich aufwacht und wieder deutsch seid. It's been a 75-year black hole. Es gibt ein Loch für 75 Jahre. And people all over the world are looking at you. When are they going to wake up? Die ganze Welt blickt auf euch und stellt sich eine Frage. You see, Wann werdet ihr erwachen? The whole world benefits when Germans are Germans. Die ganze Welt hat einen Nutzen davon, wenn Deutsche ihr Deutschsein ausüben. Other people know how to make things, Auch die anderen wissen, wie man Produkte herstellt. and they can design systems books, Die können natürlich auch irgendwelche Entwicklungsbücher kreieren. but only the German can build sustainability into everything they do. Doch bei dem Deutschen ist es so, dass in jedem Produkt auch eine sensationelle Nachhaltigkeit enthalten ist. And that little extra something, Und dieses kleine Stückchen extra. you know, I remember the Berlin Philharmonic. Wisst ihr, ich kann mich gut an die Berliner Philharmonie erinnern. One of 160 symphony orchestras in the world, Es ist eines der 160 Sinfonieorchester weltweit. but every music lover in the world Doch jeder Musikliebhaber weltweit said the Berlin Philharmonic had a sound all of its own. sagte, dass die Berliner Philharmonie einen Klang hatte, was einzigartig war. Something rich and something deep was there. Etwas Reichhaltiges, etwas Tiefgründiges. And their music made your hair stand on ends. It was so beautiful. Und beim Lauschen bekam man Gänsehaut. So schön ist Musik. And once again, every other orchestra in the world was jealous. How do they do it? Und erneut kam das alte Problem auf. Da war jedes andere Orchester weltweit neidisch und stellte sich die Frage, verdammt, wie machen die das bloß? He said, it must be magic.
Es muss Zauberei sein. No, it's German. Nein, es ist Deutschtum. The same. Sir? Same. It's the same. Okay, now here's what I need for you to do. Und jetzt kommt meine Aufgabe von mir aus. Okay. I love you Ich liebe euch, because you are worthy of being loved. weil ihr es wert seid, geliebt zu werden. Now I need you to start loving yourself as Germans again. Jetzt bitte ich euch selbst als Deutsche wieder zu lieben. And then you need to start loving other Germans as well. Und dann fangt ihr an, andere Deutsche zu You're going to need them as badly as they need you. Ihr werdet sie genauso dringend brauchen, wie sie euch brauchen werden. And I need you to make me a promise here today. Und ich nehme euch heute ein Versprechen ab. And I mean, make me a promise. Und ich meine das mit dem Versprechen. That you will not speak one negative word Dass ihr nicht ein einziges negatives Wort about another German über andere Deutsche sprecht. the rest of your life. Und zwar für euer Leben lang, lebenslang. Dieses Versprechen. Now that's a big promise, Das ist aber ein großes Versprechen. but it's necessary. Aber es ist notwendig. Because Bletchley Park put a negativity, like a dark cloud, over Germany. Der Grund liegt darin, weil Bletchley Park wie einen dunklen Mantel eine dunkle Wolke um Deutschland gelegt hat. And we're going to blow that away. Und wir werden dies wegsprengen, diese Wolke. And that perfect storm is going to come and give us a great deal of help. Und der perfekte Sturm, der im Anmarsch ist, der wird uns eine große Unterstützung dabei sein. But you've got to do your part. Aber ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Not a single negative word towards another German. Kein einziges negatives Wort mehr gegenüber einem anderen Deutschen oder einer anderen Deutschen. Now, not every German is lovable. Nicht jeder Deutsche ist sympathisch. But you will find something positive to say about them. Aber ihr werdet trotzdem irgendetwas Positives finden, was man von diesen Menschen behaupten oder sagen kann. And I want you out of the past entirely. Out. Ich möchte, dass ihr nicht mehr eure Nase in die Vergangenheit steckt. Raus damit. It is a trap that your enemies set for you. Das ist nämlich eine Falle, die eure Gegner extra für euch entwickelt haben. And you fall right into it. Und ihr fallt da immer wieder rein. A 12-year-old child outside of Germany Ein Kind von 12 Jahre alt außerhalb von Deutschland knows which button to push weiß ganz genau, welche Knöpfe zu drücken sind, to make you feel small and dirty. damit ihr in euch zusammenfallt und euch schmutzig fühlt. Hey, leave it alone. Lasst es doch bitte einfach sein. I'm bringing you a future that I've already seen. Ich bringe euch eine Zukunft, ich lege euch eine Zukunft nahe, die ich bereits gesehen habe. It is the best period in all of German history. Jetzt steht die beste Zeit in der gesamten deutschen Geschichte an. And it's a free gift for you. Und es ist ein freies Geschenk, nur für euch. You know I'm not fortunate enough to be a German. Ihr wisst, dass ich nicht in der glücklichen Lage bin, Deutsch zu sein. But you are fortunate enough to be German. Aber ihr seid es. Ihr seid in dieser glücklichen Lage. Ihr seid Deutsch. This period of time is for you. Diese Zeit in der Geschichte gilt euch. You were born at exactly the right point in time. Ihr wurdet genau zum richtigen Zeitpunkt geboren. There are no coincidences right now. Es gibt keine Zufälle zurzeit. You are in this room because you're meant to be in this room. Ihr seid in diesem Raum, weil es eure Bestimmung ist, in diesem Raum zu sein. You're going to need to go out in front. Ihr müsst jetzt an die Front gehen, nach vorne gehen. The vast majority of Germans want to be free. Die Mehrheit der Deutschen möchte frei sein. But they need to see that you are at least halfway normal. Aber die müssen an euch erkennen, dass ihr wenigstens halbwegs normal seid. About halfway. Nur halbwegs.
Because they're being told over and over again that you're crazy people. Weil sie immer und wieder hören, dass ihr total irre seid, wahnsinnige Menschen seid. Yeah. That you're extremist people. Ihr seid Extremisten. I can't keep track of all the things they're calling me Ich now. habe schon längst die Kontrolle, den Überblick darüber verloren, über die Namen, die mir nachgesagt werden. They need to see that you have courage Sie müssen in euch euren Mut erkennen and that you've got your heads on straight und dass ihr den Kopf zwischen den Schultern gerade tragt, and that you have clarity dass ihr ein Klarheitsbewusstsein habt, because they're going to be desperate for that. weil das werden sie dringend benötigen. In only about a month now, the perfect storm will begin in Germany. In circa einem Monat wird der perfekte Sturm anlaufen, und zwar hier in Deutschland. On the 21st of June, Am 21. Juni diesen Jahres, which I think is Sonnenwende, und das ist die Sonnenwende, we're going to build a bonfire, a campfire, a Lagerfeuer, werden wir ein Lagerfeuer errichten, big enough so that the satellites can see it. so groß, dass sie sogar von den Satelliten im Weltaus gesehen werden können. And I would like you on Sonnenwende to build your own campfires. Und ich möchte, dass ihr am Tag der Sonnenwende eure eigenen Lagerfeuer macht. And invite all of your friends and your family, Und ladet eure Freunde ein und eure Familien. and invite some people you don't even know. Und ladet vielleicht auch ein paar Menschen ein, die ihr so gar nicht kennt. Because we're going to celebrate the storm arrival. Weil wir werden den Sturm begrüßen, die Ankunft des Sturms begrüßen. And that is the beginning of your time of freedom. Weil das ist der Beginn eurer Zeit der Freiheit. And the storm will stay here long enough to finish its work. Und der Sturm wird lange genug hier verweilen, um diesen Dienst zu verrichten. But you know what keeps me awake at night? Aber wisst ihr, was mich nachts noch wach hält? What if you don't want to be free? Ich frage mich, was ist eigentlich, wenn ihr nicht frei sein wollt? What if you like being happy slaves? Was ist, wenn ihr es genießt, weiterhin so Sklaven zu sein? What if being zweite Klasse Amerikanisch and zweite Klasse Europäisch is a good idea for you? Was meint ihr, vielleicht ist das eine gute Idee, zweite Klasse Amerikaner oder zweite Klasse Europäer zu sein? What if you're addicted to an easy life? Wie ist es, wenn ihr vielleicht süchtig seid nach einem sehr bequemen Leben? That keeps me awake. Diese Frage treibt mich um. Das hält mich wach nachts. So that I can sleep. Und damit ich einschlafen kann, Do you want to be free? stelle ich euch nochmal die Frage, wollt ihr frei sein? Yes. Okay, so 10 of you want to be free, and the rest of you want to be slaves. Okay, 10 von euch habt gehört. Jetzt Do you want to be free? That's exactly what I believe. Genau daran glaube ich. And that's why I'm willing to give my life, if necessary, for you. Deswegen bin ich auch mehr als willig, mein Leben für euch herzugeben. The entire world benefits from your freedom. Die gesamte Welt wird einen großen Nutzen davon haben, einen gewaltigen Nutzen davon haben, von eurer Freiheit. You cannot believe what is inside of you right now. What is inside of you? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr in euch tragt, gerade jetzt. There Könnt is- ihr euch fragen? There is so much beauty. Es gibt so viel Schönheit. Everything that you need to rebuild this nation Alles, was ihr braucht, um dieses Land wieder aufzubauen, on a German foundation und zwar auf einem deutschen Fundament, is already within you. tragt ihr bereits in euch, ist da schon integriert. Don't look outside for help. Schaut nicht nach außen für Hilfe oder Unterstützung. Nobody's going to help you, Sie wird von niemandem kommen. Niemand wird euch helfen. but you don't need them.
Aber ganz abgesehen davon, das braucht ihr gar nicht. And you will grow strong by rebuilding this nation together. Und im Prozess, diese Nation wieder aufzubauen, werdet ihr wieder gestärkt sein und ineinander gestärkt hervortreten. In unity with other Germans. In Einheit mit den anderen Deutschen. Don't forget, they are your brothers and sisters. Vergesst nicht, das sind eure Brüder und eure Schwestern. What kind of questions do you have for me? Welche Fragen habt ihr für mich? Und ich habe eine kleine Bitte, könnt ihr die Fragen bitte in Deutsch stellen? Ich übersetze das dann ganz kurz. Nancy, English is a wonderful language for selling things and marketing. Englisch ist eine wundervolle Sprache für den Vertrieb und fürs Marketing. But if you want to get serious about something, speak German. Aber wenn es um Ernsthaftigkeit kommt, ja, bis auf Bodenblech, dann sprecht lieber Deutsch. Your questions, please. Habt ihr Fragen? Okay. In the back, in the yellow. Yes, sir. Ich bin das. Hallo William, hallo. Den Hallo. Namen hab ich mitbekommen. Yeah. Tobias ist mein Name. Das ist nämlich Tobias. Ich mag Englisch auch sehr und spreche es auch fließend. English. Aber ich mag Englisch He likes in England, In England, nicht in Deutschland. not in Germany. Yeah. Good Deshalb idea. natürlich die Frage auf Deutsch. Es wurde gesagt, wir sollen nicht mehr unsere Nase in die Geschichte stecken, sondern nach vorne He says, sehen. you told us not to put our stick our nose into the past. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir noch genauer an unsere Geschichte schauen, nämlich gerade die On the Lügen, other die uns über hand, die it's Geschichtsbücher important that we really vermittelt have a look wurden. at our past to recognize the lies that were told to us. Diese auch als Lüge zu enttarnen und uns die wahre Geschichte anzugucken, denn wer seine Geschichte nicht kennt, kann keinen vernünftigen Blick auf die Because if Zukunft. you don't know your true history, then you can't look at the future. Und auf der anderen Seite die 800.000 jungen Männer, die in den Rheinwiesenlagern gestorben sind, das reicht nicht. Es sind über 2,5 Millionen gewesen. Der James More Buck liest, than weiß das. 800,000 boys who died. It was about 2.5 million. Und nach dem Krieg sind auch doppelt so viele Deutsche umgekommen wie während der Kriegshandlungen, And nämlich nochmal after 12 Millionen. the war, more than double the number of Germans died. Und ja, es ist richtig, als letzte, nur noch als Einleitung für die letzte Frage, es ist einfach der Punkt, ja, die Welt profitiert davon, wenn die Deutschen wieder frei und selbstbestimmt The sind. world will benefit if the Germans are free again. Aber es waren auch halt die Alliierten, die über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass genau dieses nicht geschieht. But the Denn, Allies ensured that this couldn't happen in the past decades. That's true. der Punkt ist einfach, die ganze Umerziehung, die stattfand, Re-Education, googelt nach Sefton Delmer, nur als Beispiel. Mm-hmm. Diese ganze Umerziehung, es ist uns vieles genommen, weil man Selbstwürde, A lot of dignity Selbstbewusstsein has been taken from us through all of these re-education procedures. Sir, I'm in agreement, einverstanden with everything you've said so far. Ich bin mit allem, was du gesagt hast, einverstanden. But do you have a question for me? Gibt es dazu eine Frage? Auch ich habe mir erlaubt, eine leichte Einladung zu meiner Frage. That was the introduction to this question. Der Punkt ist, ja, es ist unsere Angelegenheit, uns zu befreien und wieder selbstbewusst und souverän It's zu our werden. job to set ourselves free and to gain our self-confidence. Und die Frage? Ja, die Frage ist jetzt, wenn jetzt aber die Alliierten über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass wir gar nicht die Chance If hatten, uns the zu Allies have entwickeln, ensured that they didn't wäre es have the nicht chance ein to Zeichen develop, einer, wouldn't it be wouldn't it be a sign of wieder neu zu schließenden Freundschaft, wenn ganz einfach mal auch ein Stück weit eine Entschuldigung kommt if they could und auf der anderen Seite auch die Unterstützung der ehemaligen Kriegsgegner stattfindet, um uns auf den Weg zu bringen, Hilfe zur Selbsthilfe. No, me. I got you, sir. I understand your question. I am dying to stand up. Okay? I'm asking Marcus Levine if I could please stand up because, that feels good. Okay? Okay, good. And I need to see you. I need to see you all. Also ich stehe jetzt gerne auf und ich habe jetzt gerne einen Überblick bei euch. Okay. Nobody is going to give you an apology, sir. Erwarte jetzt keine Entschuldigung von irgendjemandem. You're the best cash cow in the whole world. Ihr seid der beste Goldesel oder There is no one who wants you to be free.
Niemand hat Interesse daran, dass ihr frei seid. Nobody's going to give you a peace treaty. Niemand wird euch einen Friedensvertrag geben. And anyone who offers to help you after the perfect storm Und jeder, der euch Hilfe anbietet nach dem perfekten Sturm, simply wants to become a new master for you. möchte einfach wieder ein Herrscher über euch sein. This is your job to do. Das ist euer Job, der jetzt ansteht. And you got all the power you need. Und ihr seid mit all dem ausgestattet, was dafür nötig ist. You say, but we don't feel very powerful. Er sagt, oh, wir fühlen uns jetzt aber nicht sehr kraftvoll. Well, it is true Stimmt that zwar, if Liechtenstein wanted to invade you tomorrow, mal angenommen, Liechtenstein würde morgen hier einkehren, das Land einnehmen wollen. very good. They would win. Würden sie gewinnen? Würde es ihnen gelingen? Now where are you? Und wo steht ihr dann? You have to learn to speak Liechtensteini or Dann something. müsst ihr eine neue Sprache erlernen, die von Liechtenstein. Look, but I don't come. I'm not a foolish person. Ich bin kein Narr. Yeah, I don't come to you with words alone. Ich komme nicht nur mit Worten I hierher. come to you with power. Ich komme mit einer Macht, mit einer Kraft, Okay, to make this happen. damit dies geschehen kann. As long as you want it Solange ihr es wollt and you have the courage to stand on your feet. und ihr den Mut habt, aufzustehen, auf die Füße, Rücken gerade. The perfect storm is not of human origin, Dieser perfekte Sturm ist nicht menschlichen Ursprungs. so your enemies can't stop it. Insofern können eure Feinde, sind die nicht in der Lage, diesen Sturm aufzuhalten. And I'm not of human origin either. Und ich bin auch nicht menschlichen Ursprungs. I was born to help you come free. Es ist meine Lebensaufgabe. Ich wurde geboren, um euch bei eurer Befreiung behilflich zu sein, euch zu begleiten, euch zu unterstützen. It is the only reason I exist on earth. Das ist der Grund meiner Existenz hier auf Erden. And once I see that you're on your feet Und sobald ich bemerke und wahrnehme, dass ihr auf euren Füßen steht and you're coming into unity, und ihr euch wieder vereint in eine Einheit and I can feel the love between you and others, und ich die Liebe zwischen euch und anderen spüre, wahrnehme, then I go back into the mist dann werde ich mich wieder in den Nebel verziehen, that I came out of. aus dem ich entsprungen bin. And now you're free. Und dann seid ihr frei. That's the bargain, people. Das ist der Deal, das ist der Handel mit euch. You're getting a free gift. Ihr kriegt ein freies Geschenk, kostenlos. All you got to do is be yourself. Als einzige Voraussetzung gilt es, euch selbst zu sein. Just be comfortable Fühlt euch wohl mit euch, in your own skin. in eurer eigenen Haut. It's more than good enough. Es ist mehr als gut, so zu sein. I've already seen this future. Ich habe eure Zukunft bereits gesehen. I can't even describe to you how beautiful and bright it is. Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie wunderschön und hell diese Zukunft ist. And you get to enjoy it. Und ihr seid die Niesnutzer, ihr könnt diese Zukunft genießen. And I don't. Und ich nicht. That's the way it works. So funktioniert es halt. Another question, Gibt es please. noch eine Frage? Ma'am. Yes, you. Ganz kurze Frage nur. Wie werden wir erkennen, wann dieser Sturm über uns kommt? How can we recognize the storm? Wir sind schon so oft verarscht worden. They have really told us like so often, they have told us lies so often. How can we recognize the perfect storm? Well, the perfect storm has three simple elements to it. Yeah. Der perfekte Sturm besteht aus drei ganz einfachen Elementen. Your government has put so much debt on the German people Eure Regierung hat die deutsche Nation, die deutschen Menschen so stark verschuldet and has made so many financial promises to other people und hat so viele finanzielle Zugeständnisse gemacht an andere, an Dritte, that you will see inflation starting to rise this summer. dass ihr schnell erkennen werdet, dass die Inflation jetzt noch in diesem Sommer
ansteigt, und zwar rapide. No different than a robber breaking into your home Das ist genauso, als würde ein Räuber in dein Haus einbrechen and stealing money from under your mattress. und das Geld unter deiner Matratze zu stehlen. That's inflation. Das ist Inflation. And then everyone knows that in 2015 and 16 there was an immigration crisis. Und jeder weiß, dass es 2015 und 2016 es eine Krise gab bei der Einwanderung. But that's all over with. Aber das ist jetzt erledigt. It's not all over with. Weit verfehlt. There's immigration coming into Germany every month. Monatlich findet diese Einwanderung weiterhin statt. But nobody's telling you about it. Aber niemand berichtet euch davon. Immigrants aren't the problem. Es sind nicht die Einwanderer, die das Problem sind. The problem is the wrong immigrants. Das Problem ist, dass die falschen Einwanderer hierher ziehen. That's why nobody's telling you about it. Deswegen spricht kein Mensch darüber, deswegen erzählt euch kein Mensch darüber. There's a fire in a camp somewhere, 25,000 more come. Und wenn es irgendein Feuer gibt in irgendeinem Asylheim, dann wandern auf einmal 25.000 mehr hier ein. The United Nations has a push to take care of refugees. Die UN sorgt, dass für die Flüchtlinge gesorgt wird. Another 20,000 come. Dann kommen nochmal 20.000 But rein. why not trust the German people with the truth? Aber warum vertraut man der deutschen Bevölkerung die Wahrheit nicht? Because the attitude here is you can't trust Germans. Weil die Haltung lautet, man kann den Deutschen nicht vertrauen. So one person has to make all the decisions for you. Das bedeutet also, dass nur eine einzige Person die Macht hat, für euch alle Entscheidungen zu treffen. Okay. The third one is too much control. Und das dritte ist zu viel Kontrolle. Have you noticed lately that COVID is over in America? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es Covid kaum noch gibt in Amerika? And the Swedes never seem to recognize it at all. Und die Schweden, die haben es noch gar nicht gesehen, gar nicht geblickt. Okay. Everybody's back having fun, Jeder hat wieder Spaß weltweit. except you. Nur ihr nicht. You know, children can breathe again, Die Kinder können wieder frei atmen. except yours. Mit Ausnahme von euren Kindern. There's too much control on Germans. Es gibt zu viele Kontrollfesseln, die den Deutschen auferlegt werden. And of all Europeans, Und auch von allen Europäern only Germans have the red line. haben nur die Deutschen eine gewisse Leidensgrenze. Or a rote Linie. Ja. This is so good. You can push a German, Man kann einen Deutschen sehr stark schieben, drängen yeah, and you can push them again, und weiter drängen. and Germans will stay asleep. Und die Deutschen bleiben im Tiefschlaf. But when you put too much control on a German and forget to tell them why, Aber wenn man auf einen Deutschen zu viel Kontrolle ausübt und dabei vergisst, ihm einen triftigen Grund zu nennen, you come up against a red line with dann kommt man Germans. an diese rote Linie, dann ist die Leidensgrenze getroffen Go across it, und die darf nicht beschritten werden. and Germans will wake up. Und wenn die beschritten wird, dann wachen die Deutschen auf. And when Germans wake up, Und wenn die Deutschen erwachen, they really wake up. das ist ein wahrhaftiges Erwachen. So that's how you're going to recognize the storm. Und daran wirst du den Sturm erkennen können. Too much control when it's not necessary anymore. Zu viel Kontrolle, was längst überflüssig ist, Lack of trust, that's what that und is. wenig Vertrauen, Mangel an Vertrauen. Immigration that is not valuable to Germany, Und eine Anwanderung, die Deutschland keinen Mehrwert bietet that no one will tell you about. und was euch verheimlicht wird. Keiner And spricht here darüber. we go with inflation again. Hier fangen wir wieder an mit der Inflation. Germans don't like inflation, Ja, die Deutschen mögen keine Inflation. okay? That's the storm. Das ist der Sturm. June 21st, 21. Juni. should be here. Bis dahin sollte der Sturm hier sein, die Anfänge des Sturms. We'll see if we can keep it on German schedule. Wir wollen sehen, ob wir die Agenda einhalten können, ob das möglich ist, wie bei den Deutschen. Unlike the Deutsche Bahn, Nicht wie bei der Deutschen Bahn. which never gets me anywhere Nein, anymore. da komme ich nirgendwo mit hin mit der Deutschen Bahn. This lady had a question. Yeah. Fine. Oh, yes, ma'am. Yes. Thank you. Mein Name ist Melanie.
Mir sind besonders die Kinder sehr, sehr wichtig. Werden wir es noch schaffen, die Kinder zu impfen? Beziehungsweise wann können sie endlich wieder normal leben und frei atmen? When can German children breathe again? When can they breathe freely again? Yeah, the German children are going to live free and breathe free again when you start electing leaders. Die deutschen Kinder werden wieder frei atmen können und frei sein können, wenn ihr anfangt, deutsche Anführer zu wählen. Yeah, and Melanie, you need to take courage. You've got to find leaders who love German families. Melanie muss jetzt den ganzen Mut zusammennehmen und ihr braucht Anführer. Und zwar Anführer, die deutsche Familien als sehr wichtig erachten, deutsche Familien lieben. And they love German children. Und sie lieben deutsche Kinder. And they get tears in their eyes Und sie kriegen Tränen in den Augen, when they think about German children not yet born. wenn sie an die ungeborenen deutschen Kinder denken. We're in a struggle, and you know it. Wir sind in einem Kampf und das wisst ihr alle. But it's a noble cause Aber es ist eine edle Aufgabe, because we are fighting for the future of German children weil wir für die Zukunft deutscher Kinder kämpfen, who we don't even know. die wir nicht mal kennen. They have no names. Die haben noch keine Namen. But they're going to grow up in the world that you create. Aber sie werden in einer Welt aufwachsen, die ihr erschafft. And they're going to appreciate the risk that you took, Und sie werden das Risiko, das ihr eingenommen habt, schätzen. the courage that you took, Der Mut, der aus euch erwachsen ist. and that you found individuals Und dass ihr Menschen gefunden habt, that would build a world die eine Welt bauen werden, where German children were free. in der deutsche Kinder frei leben können. No more shame, Kein Schamgefühl mehr, no more guilt, keine Schuldgefühle mehr. innocent as white snow. Ihr seid so unschuldig wie So weißer if these children today, not yet born, Also wenn heute die Kinder, die ungeborenen Kinder, in a relaxed and natural way, in einer sehr entspannten Art und Weise aufwachsen, want to say these words, und wenn sie diese Worte sagen wollen, it'll be fine for them to do so. es ist okay, wenn sie das sagen. I am proud to be a German. Und zwar lauten diese Worte wie folgt: Ich bin stolz darauf, eine Deutsche oder ein Deutscher zu sein. Any more questions for me? Gibt es noch weitere Fragen? Yes. Ich habe immer gerne den Satz, ich bin stolz, Deutsche zu sein, verwendet. I've always liked saying this sentence, I'm proud to be German. Und das ist eine Provokation in Deutschland. And it's a provocation in Germany to say this sentence. Ich frage mich, wie kann ich nach außen gehen oder was ist der bessere Weg? Zum Beispiel auf eine Bühne zu gehen und man braucht nur diesen Satz sagen, ich bin ein deutsches Weib und ich bin stolz, Deutsch zu sein. Go on a stage and just say, I'm proud to be a German woman. Just to, um das loszutreten, das Thema Deutschsein überhaupt. Also ich frage mich, was ist der beste Weg? Auf eine Bühne zu gehen, das mal auszusprechen oder unter dem Radar einer von 4%, die 96 aufzuwecken? Was ist jetzt genau die Frage? Die Frage ist, sich nach außen zu zeigen, hier stehe ich und ich stehe dazu, oder unter dem Radar. What should I do? What's the best position to take? To stand up on stage and say I'm proud to be German, or to get under the radar? You guys are in this together. Now, Ihr sitzt jetzt alle gemeinsam in einem Boot. and it is true that if you walked out of here today and found the first person walking along the street, Und es ist stimmt, wenn ihr einfach hier diesen Saal verlasst und ihr findet den ersten Menschen auf der Straße, and smiled at them and said, I am proud to be German, und mal angenommen, ihr würdet lächeln und diesen Menschen sagen, ach, ich bin stolz darauf, Deutsch zu sein, somebody would carry you off to the loony bin. wird jemand euch wegtragen, ja, in die Klapse bringen. Okay, but, you know, first time is the hardest.
Das erste Mal ist immer das schwerste Mal. Okay, so I'm going to count to 3. I'm going to go 1, 2, 3. So, ich zähle jetzt bis 3. 1, And 2, 3. yeah, and I want all of you to say auf Deutsch, I am proud to be German. Und ich möchte auf 3. Now, I don't want Alle anyone- von euch sagt, ich Yeah. bin stolz darauf, Deutsch zu sein. I don't want any cowardly people. Now, okay? I don't want any cowardly people. Jetzt keine Schüchternheit. Okay? Ja, schön mutig nach vorne. Okay, are you ready? Seid ihr bereit? You ready? Seid ihr bereit? Okay. 1, 2, 3. Ich bin stolz, Deutsch zu sein. Wonderful. Now you see, from now on, it'll be easier to say it. Und ab jetzt wird es immer einfacher sein, das zu wiederholen. And after the perfect storm has done its work, Und nachdem der perfekte Sturm erledigt ist und seine Arbeit verrichtet hat, you can say it anytime you want. dann könnt ihr das so oft sagen, wie ihr wollt und wann ihr wollt. It'll be just fine. Es wird einfach perfekt sein. Okay. Gut sein. Hey, I'm running out of energy. Mein Energiepegel ist etwas niedrig. So if you don't have another question for me, Falls ihr keine weiteren Fragen oh, habt. go ahead, ma'am. I'm ready for you. Go. Ja, mein Name ist Birgit. Ich habe nur eine Frage zu diesem Thema, die ganze göttliche Jesus-Geschichte und Deutschland. Also, sein Energiepegel ist unten, ne? She wants to talk about the history of God and Germany. Yeah. Well, I get, look, I have a huge job to do, and that is I have to bring you into unity. I have to bring you into Mir unity. steht eine große Aufgabe bevor, und zwar die darin, euch in eine Einheit zu bringen. Yeah. But Germans do have a powerful romantic and spiritual side to them. Aber die They do. Deutschen haben eine sehr kraftvolle und romantische und sogar spirituelle Seite in sich. It's very important to you. Und diese Seiten sind euch sehr, sehr wichtig. So Bletchley Park cut the root off. Und Bletchley Park hat von diesem, was euch so wichtig ist, hat die Wurzeln abgeschlagen, abgetrennt. So you're not only separated from your forefathers, Also seid ihr nicht nur von euren Vorvätern getrennt, but you also have been weakened and separated from your spiritual side as well. eure spirituelle Natur wurde auch von euch genommen, es wurde abgetrennt. And out of this is where German creativity and innovativeness come. Und das ist der Ursprung von der deutschen Kreativität, von dem Erfindertum. It's also where love comes. Ist es auch der Ursprung der Liebe. And you're going to win this battle by love and nothing else. Und diesen Kampf werdet ihr mit der Liebe gewinnen und mit nichts anderem. I hear people saying, William, we are desperate. It is now time for action. Ich höre so oft Leute sagen, William, wir sind so verzweifelt, es ist jetzt wichtig, dass wir jetzt in Aktion treten. We must do something now. Wir müssen jetzt etwas machen. I will not tolerate any violence of any kind. Ich werde keine Geduld jeglicher Art ertragen oder dulden. You use love, you will win. Nutzt die Liebe und ihr gewinnt. You use violence and you will be my enemy, Wendet Gewalt an und ihr seid dann meine Feinde. and then you will lose. Und dann verliert ihr. That's how it works. So funktioniert es. Thank you very, very, very much. Thank you.